Hallo Freunde, willkommen bei Michael Grant Klartext. Heute eine neue Folge mit dem Titel Peinlich, unser erster Bundespräsident war Mithelfer für die NS-Diktatur. Wenn ihr Hintergrundgeräusche hört, das ist ein Sturm, der aufgetreten ist, aber ich mache mein Video dennoch. Also unsere so hochgelobte Demokratie wurde von vielen Nationalsozialisten gegründet. Das ist bekannt. Aber ich möchte noch einmal auf den Umstand hinweisen, dass unser erster Bundespräsident Mithelfer für die NS-Diktatur war, weil so wird das in diesem Klartext wird das überhaupt nicht besprochen. Theodor Heuss, der in der FDP war, also 1884 bis 1963 gelebt hat, war von 1949 bis 1959 der erste Bundespräsident der neu gegründeten Bundesrepublik Deutschland und ist nicht nur bei den Liberalen ein hochgeschätzter Mann. Heuss ist auch heute noch allgegenwärtig. Es gibt die Theodor Heuss Akademie, die Theodor Heuss Medaille, die Theodor Heuss Stiftung, in vielen Städten der Republik Theodor Heuss Straßen und so weiter und so fort. Der verstorbene Guido Westerwelle, einst FDP-Partei- und Fraktionsvorsitzende, würdigte Heuss mit folgenden Worten. Ich zitiere: Der erste Bundespräsident und erste Vorsitzende der FDP, Professor Theodor Heuss, war nicht nur einer der Gründerväter unserer Republik, sondern er zählt als großer Liberaler zu den prägenden geistigen Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Er lebt in unserer Erinnerung als überzeugter und mitreißender Demokrat. Theodor Heuss hat die deutsche Nachkriegsgesellschaft politisch, wirtschaftlich und auch kulturell maßgeblich geprägt. Er hatte wesentlichen Einfluss auf die Formulierung des Grundgesetzes, ohne dass die Erfolgsgeschichte unserer Bundesrepublik Deutschland nicht denkbar ist. Uns Freien Demokraten ist das Vermächtnis von Theodor Heuss eine stete Richtschnur unserer Politik für Frieden, Wohlstand, Einigkeit und Recht und Freiheit. Zitat Ende. In einem Satz: Heuss ist ein hochgeschätzter liberaler Held bis zur heutigen Stunde, doch Theodor Heuss ist mit seiner Ja-Stimme im Reichstag mitverantwortlich für den Aufstieg Hitlers. Darüber wird bis heute nicht so gerne geredet. Heuss hatte also keineswegs eine makellos weiße Weste. Am 23. März 1933 stimmte er und andere Abgeordnete über das Ermächtigungsgesetz, das Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich, im Reichstag ab. Darüber werde ich noch ein extra Video machen. In diesem Video geht es um die Rolle von Theodor Heuss. Mit dem Gesetz sollte die Regierung die Ermächtigung erlangen, ohne Zustimmung vom Reichstag und Reichsrat sowie ohne Gegenzeichnung des Reichspräsidenten Gesetze zu erlassen, also de facto eine Diktatur zu errichten. Anders ausgedrückt, Parlament und Reichspräsident wurden damit de facto entmachtet. Das Ermächtigungsgesetz ebnete der Hitler-Diktatur den Weg und der überzeugte und mitreißende Demokrat Heuss stimmte zu. Scheinbar wegen der Fraktionsdisziplin, für mich eine billige Ausrede für Politiker bis heute, die nicht den Mut haben, ihre eigene Meinung zu vertreten und durchzusetzen. Aber noch weit schlimmer, Heuss begrüßte auch die Gleichschaltung der Länder mit dem Reich als Akt gegen die überkommene Partikularstaatlichkeit. Es gibt einige Widersprüche, die ich jetzt aufdecken will. Nach der Zustimmung zum Ermächtigungsgesetz orakelte Heuss zu Recht, ich zitiere: Ich wusste schon damals, dass ich dieses Ja nie mehr
aus meiner Lebensgeschichte auslöschen könne. Zitat Ende. Ich will einem so intelligenten Mann nicht unterstellen, dass er dumm war. Immerhin war er Journalist, Politikwissenschaftler und Reichstagsabgeordneter. Aber seine Erklärung, warum das Ermächtigungsgesetz in seinen Augen doch gar nicht so schlimm war, grenzt schon als an unentschuldbarer Naivität. Er sagte, er hätte gerne für das Nein votiert aus reinem historischen Stilgefühl. Illusionen über das Gewicht eines Ja oder eines Nein konnte ich nicht haben, denn das ist nun meine feste Überzeugung, das Ermächtigungsgesetz hat für den praktischen Weitergang der nationalsozialistischen Politik keinerlei Bedeutung gehabt. Ist das naiv, dumm oder nur eine Ausrede? Wie bitte? Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Jeder, der Hitler in Kundgebungen im Radio gehört hatte oder sein Buch gelesen hatte, wusste, und die Reichstagsabgeordneten am besten, dass er, übrigens genauso wie der Reichspräsident von Hindenburg, was aber oft unter den Tisch gekehrt wird, gegen das demokratische System von Weimar war und eine Diktatur errichten wollte. Jede Fraktion im Reichstag hatte vor der Abstimmung einen Text zum Ermächtigungsgesetz vorliegen, in dem dieses genau beschrieben wurde. Schritt für Schritt. Es waren 5 Punkte und jeder wusste, was kommen würde. Dieser Text lag den Abgeordneten vor der Abstimmung vor. Also eindeutiger geht es nicht. Das Ermächtigungsgesetz war ein Instrument zu Verfassungsänderungen, die ansonsten schwerlich durchsetzbar gewesen wären, und gab der nationalsozialistischen Regierung und Kanzler Adolf Hitler weitreichende Befugnisse. Das konnte jeder erkennen, der des Lesens mächtig war. Das Gesetz war zusammen mit der Reichstagsbrandverordnung die rechtliche Grundlage für Hitlers Diktatur und hatte nur ein Ziel: Abschaffung der Republik und Abschaffung der Demokratie. Vielleicht hat Heuss auch sein schlechtes Gewissen geplagt. Jedenfalls schreibt er an anderer Stelle in seinen Erinnerungen, ich zitiere: Doch Hitlers Ermächtigungsgesetz hatte einen allgemeinen Charakter und stellte die Geltung der Grundrechte in Frage. Zitat Ende. Damit konterkariert er seine Aussage, das Ermächtigungsgesetz habe für den praktischen Weitergang der nationalsozialistischen Politik keinerlei Bedeutung gehabt. Jedenfalls traten bereits einige Tage nach Verabschiedung des Ermächtigungsgesetzes andere in Kraft. Das Gesetz über die Verhängung und Vollzug der Todesstrafe, das vorläufige Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich sowie das Gesetz gegen Neubildung von Parteien. Diese bereiteten Hitler und den Nationalsozialisten den Weg zur Diktatur. Noch einmal versuchte Heuss, sich in seinen Erinnerungen aus seiner Mitschuld an der Installation der NS-Diktatur herauszuwinden. Er schrieb, ich zitiere: Ich selber habe 2 Erklärungen formuliert, eine für die Ablehnung, eine für die Enthaltung, und war bereit, sie im Plenum abzugeben. Zitat Ende. Umso schlimmer, dass er dem umstrittenen Gesetz, das die Demokratie abschaffte, dann doch zustimmte. Die offizielle Reinwaschung des später vielfach ausgezeichneten ersten Bundespräsidenten lautet so, ich zitiere: Theodor Heuss hat sich vorher in der Fraktion gegen die Zustimmung ausgesprochen und auch schon einen Redeentwurf vorbereitet, mit dem er seine Stimmenthaltung begründen will. Doch er beugt sich der Fraktionsdisziplin. Wie seine Parteifreunde gibt er sich letztlich der trügerischen Hoffnung hin, durch die Wahrung von Legalität den Terror zu mäßigen, die eigene Anhängerschaft zu schützen und sich Möglichkeiten für ein politisches Comeback zu erhalten. Letztendlich unterschätzt auch Heuss die unmittelbare Gefährlichkeit und beispiellose Radikalität des Nationalsozialismus und die Wirkung des Ermächtigungsgesetzes. Zitat
Ende. Wenn sich Heuss bei diesem einschneidenden und weitreichenden Gesetz der Fraktionsdisziplin gebeugt hat und sich nicht seinem Gewissen verantwortlich fühlte, wirft das erst recht ein schlechtes Licht auf ihn. Und wenn er aus dem Text des Ermächtigungsgesetzes nicht erkennen konnte, wohin die Reise geht, war er als Reichstagsabgeordneter fehl am Platz. Auch heute kein Wort zur Mitverantwortung. Die Schönfärbereien der Medien und auch der Gutmenschenpolitiker über Theodor Heuss und dessen Wirken geht an diesem entscheidenden Punkt fehl. Der erste Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland war so gesehen einer der Mitverantwortlichen, der die Nazis an die Macht brachte. Das ist Klartext. Alles darüber könnt ihr in meinem sehr umfangreichen Buch Adolf Hitler eine Korrektur, Band 2. Das Buch hat knapp 900 Seiten. Könnt ihr alles lesen mit 2500 juristisch verifizierten Quellen. Auf meiner Seite www.michaelgrant.de könnt ihr zudem einen kostenlosen Newsletter abonnieren. Jede Woche gibt es einen brisanten Artikel. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Michael Grant.